Einmal das Tara-Mantra, nicht einmal, ein paar Mal, ja? Okay. Om Taden Tun Taden Tude Swaha Om Taden Tun Taden Tude Swaha Om Taden Tu 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 Taden Tude Swaha. Ja, traust du dich mit Mikro zu singen? Dann singen wir es noch. Dann singen wir doch du, Petra, dann singen wir das nochmal zweistimmig. Ja, eure Stimme war für mich wunderschön zu hören. Kriegen die mal vielleicht sogar 2 Mikros? Ja? Also gebt der Petra mal eine, die beiden, dann singen wir das mal mit der zweiten Stimme. Marianne, willst du direkt dazugehen? Nein, gut. Om Taden Tu Taden Tude Swaha 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 Om Taden Tu Taden Tude Swaha. Versuch war es wert. Haben wir doch wieder, wir machen das nochmal, wir üben das noch ein bisschen. Gut? Okay. Ja, die waren entmutigt. Also, sind wir frisch dabei, oder? Das ist doch schön. Mir ist ganz heiß geworden. Also, das Thema heute Nachmittag ist die Fortsetzung von heute Vormittag. Es geht um
die 4 Arten der Gurus. Es geht um, wie lernen wir eigentlich? Und diese Unterweisung findet sich im Ozean des wahren Sinnes, in den Erklärungen nach dem Guru-Yoga, wo der 9. Karmapa erklärt, was für Gurus wir eigentlich haben. Und ihr habt gut hingehört. Heute Vormittag ging es um die Kalyana Mitras, die spirituellen Freunde. Das Wort Guru taucht da nicht auf. Guru taucht auf, sobald wir in den Kontext der tantrischen Unterweisung gehen. Im Vajrayana und auch in der Mahamudra-Praxis. Dort taucht das Wort Guru auf. Und in Tibet war das alles der Lama. Lama ist die Übersetzung von Guru. Guru bedeutet etwas, was Gewicht hat. Guru bedeutet schwer, etwas mit Gewicht, gewichtig. Ein Guru ist eine Person, deren Wort, deren Rat, deren Hinweise Gewicht haben. Ja, so. Und jetzt geht es um diese 4 Arten Guru in dem Kapitel, in der Lektion 16 bis 19 im Ozean des wahren Sinnes, wo es um die Bedingungen geht zu erwachen. Und als ich das kennenlernte, mir hat das so gut getan. Weil wenn wir Guru hören, dann denken wir eigentlich meist an den äußeren Guru. Wir denken meist an die erste Bedeutung von Guru, ein Mensch, eine Person mit einer Übertragungslinie, einer Verwirklichung, einem Wissen, und wir können an diesem menschlichen Guru mit einer Linie andocken. Waltraud, das findest du jetzt nicht in dem Buch von Gampopa, sondern das ist in dem Buch vom 9. Karmapa, dieses blaue Buch. Weißt du, das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Aber gut, ich habe es, du kennst es wahrscheinlich schon. Ozean des wahren Sinnes, hast du schon gesehen. Ne? Dieses blaue, unsere blaue Bibel. Und diese Begegnung mit diesen 4 Gurus erhält genau, wie wir lernen können und wie sich auch der Weg mit dem äußeren Guru vollzieht, worum es eigentlich geht. Ich sage es dir euch kurz und dann erkläre ich es. Also wir haben den menschlichen Guru mit einer Linie. Wir haben, was man auf Tibetisch den Peja-Lama nennt, den Guru der Texte. Das heißt der Dharma-Übertragung, den Guru der Worte. Dann den Guru der Situationen oder den Guru der Elemente. Das werde ich euch noch genauer erklären, was damit gemeint ist. Eigentlich ist das ganze Leben damit gemeint. Und dann den Guru der Natur des eigenen Geistes. Den Guru der Natur des Geistes. Diese 4 Gurus. Und ihr merkt schon allein an der Aufzählung, wow, das weitet sich ja enorm. Das ist nicht nur eine Person als Guru, sondern das sind auch die ganzen Schriften, das ist die mündliche Übertragung, gehört oder geschrieben. Und da ist das Leben einbezogen, das Leben, was immer eine Kombination ist der verschiedenen Elemente, deswegen wird das so genannt, den Guru der Situation oder des Lebens, und dann schlussendlich das Eintreten in den innersten Guru, den Guru des eigenen Geistes, der Natur des eigenen Geistes. Und da wollen wir hin. Guru der Natur des eigenen Geistes, das ist die Buddha-Natur, wenn sie sich dann ganz zeigt. Ja, das ist, wo wir eigentlich hinwollen. Und das, was wir heute Morgen über spirituelle Freunde gehört haben, da diejenigen mit dieser Kompetenz, uns wirklich in unserer Arbeit mit dem Geist zu führen, die könnte man Lama oder Guru nennen. Und deren Aufgabe ist, und das sagte Gengyal Rinpoche uns auch wiederholt, die Aufgabe des äußeren Gurus ist, des äußeren Lamas, sagte er natürlich, die Aufgabe des äußeren Lamas ist,
die Schüler mit dem inneren Lama vertraut zu machen. Und wenn sie mit dem inneren Lama ganz vertraut sind, also mit der Natur des Geistes ganz vertraut sind, dann können sie den äußeren Lama verlassen. Dann können sie in die Welt hinausziehen. Dann sind sie Flügge. Ja, dann können sie fliegen. Alles andere lernen sie dann immer wieder in diesen Bewegungen, in die Situation hineingehen und darin den Guru der Natur des eigenen Geistes entdecken. Und der Guru der mündlichen Übertragung, der Texte, der Worte, der unterstützt die Arbeit des spirituellen Freundes, ja, also des Gurus, des äußeren Gurus. Der äußere Guru, der kann uns gar nicht alles erklären, das geht gar nicht. Der braucht unbedingt auch, dass wir die Möglichkeit haben, in Abwesenheit des Gurus auch mal mit einem Text zu arbeiten, auch mal uns heutzutage mit einem Audio, mit einem Buch zu befassen. Ihr müsst euch vorstellen, dass Texte früher, als diese Unterweisung geschrieben wurden, etwas ganz, ganz Kostbares waren. Genjen Rinpoche hat jeden einzelnen Text für sein Retreat, für sein 3-Jahres-Retreat und alle anderen Retreatler haben es genauso gemacht, mit der Hand abgeschrieben. Es gab für die keine Reispapiertexte, das war alles so kostbar. Die haben jeden Text persönlich abgeschrieben und den Schatz mit sich getragen. Das haben sie im Gepäck mit sich getragen, wenn sie dann später auf Wanderschaft gingen, da waren diese kostbaren Texte mit dabei. Das war der Guru der Texte auf dem Rücken. Ja? Das waren so die wesentlichen Unterweisungen und die wesentlichen Praktiken. Wir sind in einer Luxuszeit, was das angeht. Wir können diesen Luxus gar nicht mehr schätzen, weil es so selbstverständlich geworden ist. Wir haben den ganzen Kanjur und Tanjur und die ganzen Pali-Kanne und alles habe ich in meinem Computer dabei. Ja, es ist gar kein Problem, ist alles mit dabei. Ne? Und nichts von dem habe ich selbst getippt. Also unglaublich, was wir jetzt für Möglichkeiten haben, aber gleichzeitig fehlt uns manchmal die Wertschätzung für das, was wir da entdecken können. Und der Guru der Situationen, wir beginnen Situationen, wir beginnen das Leben zu lesen. Wir lernen es wie zu lesen in einem Buch von Instruktionen. Die Situationen enthüllen sich uns als Wegweiser, als die wichtigsten Gurus auf dem Weg. Glück und Leiden, Hitze und Kälte, ja, alles möglich, alle Situationen, Zusammenkommen und Trennung, alle Situationen, alles, was so passiert. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Wir beginnen mit Hilfe der persönlich erhaltenen Unterweisung und dank der persönlichen Unterweisung verstandenen schriftlichen Unterweisung, beginnen wir in den Situationen Aspekte zu entdecken, die für uns ganz wichtig sind, die auf etwas hinweisen. Und wir beginnen mehr zu verstehen. Also ganz einfache Situation, das ist noch das Einfachste überhaupt, dass wir in einer Situation, wo wir eigentlich ärgerlich werden, dass wir entdecken, da ist ja so viel drin, was ich lernen kann. Ganz einfach. Ja? Dass wir beginnen, jede Situation, die auftaucht, speziell natürlich auch die schwierigen, so zu sehen, dass wir sagen, der Guru ist zu Besuch. Gerade wieder der Guru zu Besuch gewesen, hat gerade mal wieder eine Wasserleitung gekappt. Ja, so. Ja, was auch immer, kommt halt zu Besuch, ne? Ist immer wieder was los. Aber auch die angenehmen Situationen, auch die freudigen Situationen, auch da unterrichtet uns durch die Situation der Guru des Lebens, wie wir Freude erleben können, wie wir genießen können, ohne ins Anhaften zu kommen. Eine unglaubliche Herausforderung und schön, das lernen zu können. Wie geht das, ein freudiges Leben zu leben, ohne es dann festhalten zu wollen? So, also es geht in alle Bereiche.
Und schlussendlich zeigt sich in all dem, was wir da erleben, zeigt sich die Natur des eigenen Geistes. Und die zeigt sich als die eigentliche Natur der 5 Elemente, mit denen da in der tibetischen Tradition gearbeitet wird. Ja, die 5 Elemente. Ich beginne diesmal bei der Erklärung mal mit dem Element Erde. Ja, das stabilisierende Element, das ganz Verlässliche, das ist die immer gleiche, nicht fassbare, leere Natur aller Phänomene. Das fließende Wasserelement, das ist die Kohäsion, das ist die kontinuierliche, ja, Präsenz des Gewahrseins. Gewahrsein ist ununterbrochen und es fließt unbehindert von einer Situation zur nächsten. Das Feuerelement ist das Lichtelement gleichzeitig. Es ist die Lebendigkeit des Erlebens in jeder Situation. Alles ist so unglaublich lebendig, klar, präzise, kann so fein nuanciert wahrgenommen werden. Das Windelement ist das ständig sich Dinge neu gestalten. Ja? Dass wir einer ständigen Bewegung teilhaben, so rum sollte ich es ausdrücken, mitgestalten, wo es aber auch gar nichts gibt, was jemals stillsteht. Das ist das Windelement. Und all das ist Teil des Spiels im Raum der Phänomene, das Raumelement. All das löst sich immer wieder in seine eigene Grundnatur der Weite und des Raumes auf. Nur so, um schon mal so ein bisschen euch auf den Geschmack zu bringen. Ich gehe gleich nochmal durch diese 4 Gurus durch, einfach um euch auf den Geschmack zu bringen, wie Lernen stattfindet. Ja, wie lernen wir? Wir hatten jetzt in den bisherigen Beschreibungen sehr stark den Akzent auf dem Lernen durch Vorbild, dieses inspirierte Vertrauen, was dann entsteht, dieses strebende, sehnende Vertrauen, genau da möchte ich lang. Ja, und dann das Umsetzen davon, bis wir zur Gewissheit kommen, zu diesem überzeugten Vertrauen. Davon hatten wir schon gesprochen. Wir haben von den verschiedenen Arten spiritueller Freunde gesprochen. Und tatsächlich ist die Begegnung mit so einer Person, die uns solch eine Inspiration sein kann und die so viel Vertrauen bei uns auslöst, ist sehr wichtig auf dem Weg. Und es können mehrere solche Personen, viele sogar sein. Aber alleine könnten sie uns den Weg nicht zeigen. Sie brauchen das Leben. Okay? Und die Zeit reicht auch nicht aus, um uns den Weisheitsschatz einer ganzen Tradition im persönlichen Gespräch weiterzugeben. Dazu braucht es auch Unterstützung durch die Texte, die auch für den Guru, für die unterrichtende Person eine Referenz sind und worauf sich sowohl Schüler wie Lehrer beziehen können, weil die so durch die Generation hindurch weitergegeben werden. Ich beziehe mich hier ganz oft auf diesen Text aus dem 12. Jahrhundert und dieser Text, der passt auf, dass ich nicht vom Weg abweiche. Okay? Das ist der Guru der Texte, an dem ich mich orientiere. Ich darf improvisieren, aber ihr dürft mich auch immer wieder zurückfragen, hey, und was sagt die Tradition? Und was ist so der Weisheitsschatz? Und dann kann man bei manchem sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht mehr aktuell, aber so das meiste, 99%, sind heute noch so aktuell wie damals. Und das geht zurück bis in die Texte des Pali-Kanons, bis in die frühesten Texte, die so aufgeschrieben wurden, in die mündliche Übertragung. Und wir leben in der buddhistischen Tradition ganz stark in dem Bewusstsein, dass wir als Unterrichtende heutzutage zwar
völlig die Freiheit haben zu improvisieren, aber es ist wichtig, dass es in Harmonie ist mit der tiefen Weisheit, wie sie uns aus der mündlichen Übertragung und aus den Texten entgegenkommt. Ja? Das ist da, wo immer der Rückbezug stattfindet, um nicht einfach in so einen Self-Made-Dharma hineinzukommen, etwas, was ich jetzt gerade gut finde, wo ich vielleicht ein paar Erfahrungen gesammelt habe, aber was nicht den Test der Jahrhunderte und jetzt dann 2,5 Jahrtausende der Praxis bestanden hat. Das ist einfach mal so jetzt etwas, was sich gut anfühlt. Und wir haben viele solche Richtungen, die in letzter Zeit entstanden sind, in den letzten Jahrzehnten. Heißt auch nicht, dass sie irgendwie schlecht wären, nur haben sie den Test noch nicht bestanden. Es ist noch nicht sicher, ob sie wirklich zum vollkommenen Erwachen führen. Ist noch nicht sicher. Haben noch nicht viele solche Wesen wie Genro Rinpoche und so hervorgebracht. Ja, ist noch nicht sichtbar, obwohl es gute Ansätze sind. Und dieses sich verlassen können auf etwas, was dann so immer wieder die Rückbesinnung ist. Und ihr merkt das ja bei mir, ich kann gut frei reden, aber ich habe es sehr gerne, wenn ihr dann auch überprüfen könnt, und wenn ich euch so bei früheren Unterweisungen oder bei den Mondstrahlen, wenn ich euch den Text mit nach Hause geben kann. Und ich weiß, ihr habt den Text von einem Meister in der Hand, der den Weg wirklich bis zum Ende gegangen ist. Und das gibt mir eine unglaubliche, wie soll man sagen, ja, es ist eine Garantie für mich, dass es gut kommt, dass ich euch nicht irgendwas erzähle und dann dafür verantwortlich bin, dass ihr in irgendwelchen Sackgassen landet oder ja, sondern ihr könnt es überprüfen mit etwas, was den Test der Zeit bestanden hat. Ja, und wir arbeiten ja nur mit Texten, die von ganz, ganz vielen verwirklichten Praktizierenden gepriesen werden, also nicht mit irgendwelchen Randerscheinungen. Ja, und das ist der Guru der Texte. Und jetzt ist es so, dass wenn wir das zusammennehmen, wir haben die persönlichen Begegnungen in den Unterweisungen mit Praktizierenden, die ein bisschen vor uns sind auf dem Weg. Deren Unterweisungen, die öffnen uns die Augen. Und dann können wir zu Hause sogar noch nachlesen und das kriegt dann noch mal ein bisschen Struktur, es kriegt vielleicht ein bisschen mehr Weite oder kriegt mehr Tiefe. Wir können immer wieder den Weg zwischen dem Gehörten und dem Gelesenen und der eigenen Erfahrung gehen. Ja, das ist der Weg, in dem wir mit den ersten beiden Gurus arbeiten. Und wenn ich sage Erfahrung, dann ist es schon der dritte Guru. Ja, dann ist es der Guru der verschiedenen Lebenssituationen. Und wenn ich jetzt sage Lebenssituationen und das heißt im Text dann den Guru der Elemente, dann möchte ich euch kurz darauf hinweisen, was die damit meinen. Der Guru der Elemente bedeutet zum Beispiel dieser Körper. Der Körper ist aus diesen elementaren Prinzipien entstanden. Da gibt es die Qualität der Festigkeit, da gibt es das, was wir das Erdelement im Körper nennen. Es gibt das Element der Kohäsion, des Zusammenhaltes, was wir das Wasserelement nennen. Es gibt die Temperatur, die Bewegung der Temperatur. Es gibt das Feuerelement in der Verdauung und so weiter, in ganz vielen Aspekten, auch die Fähigkeit des Auges zum Beispiel zu sehen oder des Ohres zu hören, das ist eigentlich Feuerelement. Und es gibt das Windelement in den Pulsationen, in dem Fließen der Säfte, der Herzschlag, all das sind die Nervenimpulse, das ist Windelement und alles braucht Raum, um überhaupt sich zeigen zu können. So ist allein schon der Körper ist ein Ausdruck der 5 Elemente. Könnten wir jetzt übertragen, dass in jedem Objekt, was wir anfassen, kombinieren sich Erdelement, die Festigkeit,
mit der Kohäsion, mit dem Wasserelement. Wenn die Feuchtigkeit ganz entfällt, dann zerbröselt alles. Es braucht eine gewisse Restfeuchtigkeit. Ja? Die Temperatur muss im Gleichgewicht sein. Wenn sie zu stark wird, verbrennt das Objekt. Ja? Und natürlich sind die Teilchen hier, die sind in Bewegung. Ja? Da bewegt, das ist ja kein bewegungsloses Objekt, sondern die Elementarteilchen hier drin sind in ständiger Bewegung, was unter anderem den Staub erzeugt. Ja? Alles zerfällt, alles ist in Bewegung und alles braucht Raum, um sich überhaupt formen zu können. Also Körper, äußere Objekte und die Situationen, Emotionen auch. Emotionen sind auch Ausdruck dieser selben 5 Elemente auf etwas andere Art. Wir wissen, dass zum Beispiel Ärger, ja, Begierde, Stolz, Angst, die haben bestimmte elementare Qualitäten. Man kann sie verschieden zuordnen. Ja? Ich möchte das nicht überstrapazieren, aber wir bemerken in unserem Erleben, bemerken wir das Spiel der Elemente. Ich werde es mal ein bisschen einfacher machen. Wenn die Schwere dominiert, werde ich dumpf. Ja? Wenn Wind dominiert, werde ich aufgeregt. Wenn Hitze dominiert, werde ich heiß und viel zu sehr angeregt. Wenn Kälte dominiert, wird es innerlich wie frostig. Ich habe noch ein Element, ne? Mit dem Raum, klar, Raumweite, Weite oder Enge und das Wasserelement, das ist eigentlich das strömende Erleben, was immer wieder blockiert wird durch Momente des Greifens, der Fixierung, der Identifikation. Und ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, das mache ich ja gelegentlich auch, ist aber heute nicht das Anliegen. Wichtig ist mir im Moment nur, dass ihr versteht, warum der Guru aller Situationen Guru der Elemente genannt wird. Weil alle Situationen durch das Spiel der Elemente geprägt sind und weil sich diese Elemente der Weite, der Beständigkeit, der Kohäsion, der Bewegung und der Lichthaftigkeit dann auch wieder in der Natur des Geistes finden. Ja, dort finden wir diese Grundprinzipien des Seins, finden wir dort auch wieder. Jetzt aber das Wichtigere für uns. Wenn wir nur den menschlichen Guru hätten und nur den Guru der Bücher, aber keine Situationen erleben würden, ja, woran würden wir eigentlich lernen? Geht doch gar nicht. Wir brauchen herausfordernde Situationen. Wir brauchen das Leben. Im Leben erinnern wir uns dann hin und wieder an das, was der äußere Guru gesagt hat. Wir blicken mit neuen Augen auf das Leben, mit einer Sicht, die sich uns eröffnet, weil wir auch die Texte studiert haben. Wir blicken dann anders, wir sehen ein bisschen anders. Und wir beginnen Neues zu entdecken in den Situationen, das, was wir vorher nicht entdeckt haben. Und dann kommt es zu Aha-Erlebnissen. Und eigentlich, jedes Mal, wenn sich etwas löst, dann beginnen wir, den Dharma zu verstehen, ein bisschen die Natur des Geistes zu verstehen. Eigentlich enthüllt sich uns der Guru des Geistes, der Natur des Geistes, nicht erst in dem Moment des Erwachens, sondern das schimmert sukzessive durch. Immer wenn wir merken, eben war noch Leid, jetzt kann ich schon wieder lachen. Wo ist das Leid hin? Ja? Merken wir, oh, hat keine Substanz. Wir haben ein bisschen was gelernt über den Geist. Eben war Angst, Enge, völlige Enge, hineingefühlt,
nicht gefunden, erstaunliche Weite. Okay, wieder was gelernt. Obwohl es noch nicht die durchdringende Einsicht ist, aber wir bemerken Zusammenhänge. Wir bemerken zum Beispiel, was es mit uns macht, wenn wir etwas müde sind, wenn wir uns aufrichten und die Augen öffnen. Wir merken, wie das Bewusstsein klarer wird. Wir lernen etwas über den Geist in Zusammenhang mit einer bestimmten Aufmerksamkeit in den Sinnen, ja, auf die Sinneserfahrung. Öffnen der Augen, Aufrichten des Körpers. Wir bemerken Zusammenhänge. Wir lernen Dharma. Wir lernen die Gesetzmäßigkeiten des Seins kennen. Und das nur, weil wir das Leben selbst, das, was uns das Leben so bietet, weil wir das nutzen als unsere Praxis. Wir sind mit dem Guru des Lebens auf Reise. Wir sind unterwegs. Mit dem Guru des Körpers, mit dem Guru der äußeren Situation, mit dem Guru der inneren Emotionen, mit dem Guru von Problemen, mit dem Guru von Glückszuständen, versteht ihr? Das lässt sich dann alles entdecken als sozusagen der Besuch des äußeren Gurus, als ob der äußere Guru anklopfen würde. Ja? Es kommt ein Kopfschmerz, es kommt eine Krankheit, es kommt so, als würde der Guru anklopfen, na, wie gehst du jetzt mit der Situation um? Da ist keiner dahinter, da ist kein Guru in den Situationen, der anklopft. Wir nehmen sie aber so. Und das ist eine sehr hilfreiche Haltung, weil plötzlich beginnen wir die Situation nicht mehr abzulehnen, sondern als Lernerfahrung anzunehmen. Und das ist ja eigentlich das, was so normalerweise das Lernen verhindert, wenn wir Situationen gar nicht erst an uns rankommen lassen und uns nicht für sie öffnen, sondern sie versuchen zu vermeiden, zu verhindern und so weiter. Jetzt nehmen wir die Situation an und was machen wir? Wir spüren hin. Wir spüren hin und das Wichtigste ist wohl, wo wird es gerade eng? Das ist das Wichtigste. Wir spüren hin, wo entsteht gerade Stress. Dort gibt es was zu lernen. Genau dort, wo es jetzt gerade Stress entsteht, da ist Dukkha. Da gibt es Ursachen fürs Dukkha und da gibt es ein Ende von Dukkha. Ja, da ist Leid, da gibt es Ursachen für Leid und da ist die Möglichkeit, aus diesem unnötigen Leid auszusteigen. Also eigentlich unterrichtet uns das Leben durch Stress. Es gibt Biologen, die auch so systemische Beschreibungen aufgestellt haben, wo sie das genauso erklären, dass eigentlich Leben, Gestaltungsprozesse wie Pflanzen wachsen, wie Kinder sich entwickeln, wie und so weiter, dass sich das an diesem Umgang mit Stressfaktoren orientiert. Und tatsächlich gilt das für den Weg des Erwachens genauso. Dort, wo kein Dukkha entsteht, wo kein Stress entsteht, laufen die Prozesse, soweit das unser Bewusstsein mitkriegt, harmonisch. Es gibt keine Meldungen ins Bewusstsein, dass etwas nicht im Lot wäre. Es ist soweit in Ordnung, es braucht deswegen auch erstmal keine zusätzliche Aufmerksamkeit. Da, wo wir nicht in Harmonie sind, da, wo wir nicht im Fluss sind, in Harmonie mit den Elementen, das ist so ein Ausdruck, ja, mit dem wie die Elemente fließen, da, wo Stress im Getriebe ist, da braucht es Aufmerksamkeit. Und was machen wir? Stress im Kniegelenk, also strecke ich das Knie aus, strecke ich das Bein aus. Hunger, also esse ich etwas. Ja.
Stress im emotionalen Erleben. Ich versuche irgendwie Lösungen dafür zu finden. Lösung für meine Angst, Lösung für mein Bedürfnis, geliebt zu werden und zu lieben. Okay, merkt ihr, dass das Lernen durchs Leben ist eigentlich damit verbunden, dass das, was so von selbst läuft, was keine so großen Meldungen ins Bewusstsein schickt, dass das kriegt auch nicht viel Aufmerksamkeit von uns. Aufmerksamkeit bekommt das, wo es gerade, da zieht es, dann setze ich mich vielleicht anders hin. Ja. Was war das? Ja, wenn in einem Satz jemand sagt was, alles was ich verstehe, okay, das geht so durch, aber was hat er jetzt gerade gesagt? Was war das noch? Kriegt besondere Aufmerksamkeit. Ist für einen Moment ein Nicht-Verstehen da, es ist nicht so, es geht nicht so leicht und weil es nicht so leicht geht, kriegt es besondere Aufmerksamkeit. Etwas regt unseren Widerspruch. Aber auch die Dinge, die unseren ausdrücklichen Zuspruch bekommen, auch die bekommen unsere Aufmerksamkeit. Und so sind auch Glückssituationen Lernsituationen. Glückssituationen bekommen nämlich auch sehr viel Aufmerksamkeit von uns und lösen unter Umständen ein ziemliches Greifen danach aus. Ja, wir möchten nicht, dass sie vorbeigehen. Wir werden schon unruhig, während sie noch bestehen, weil wir Angst haben, es könnte bald vorbei sein. Stress im Glück. Das ist also auch wieder, obwohl es eigentlich eine freudige Situation ist, die freudige Situation ist nicht einfach nur harmonisch, in der Freude kommt bereits etwas hinein, was, obwohl es eigentlich ein ganz schönes Zusammensein ist, schon so ein bisschen kommt ein bisschen Angst rein, dass ich das nicht wiederholen könnte oder die Sorge, dass es zu schnell vorbei ist oder plötzlich kriege ich mitten in der Entspannsituation die Angst, wenn ich jetzt was falsch mache. Alles Mögliche, was die Muster so an Stress produzieren. Und die kriegen dann genau unsere Aufmerksamkeit. Da gilt es dann wieder weiterzulernen. Und schließlich wird unser Radar für Stress, der wird so fein, dass wir sogar das innere Positionieren als ein Ich, ein vermeintliches Ich, im Unterschied zum anderen, dass wir das schon als feinen Stress erleben. Also zum Beispiel in der Liebesbeziehung, wo alles fließt, dieses Ich liebe dich, dass wir merken, irgendwas ist da nicht, das ist schon wieder, ja, dieses Ich gegenüber dem Dich, von dem Du, ja schon, und wir merken, wenn ich wirklich im Leben bin, dann kommt das gar nicht, dann ist das gar nicht, dann ist gar nicht dieses Greifen da. Ja? Wir werden immer feiner. Und vor allen Dingen in der Meditation merken wir fein, wie das Beobachten ein subtiler Kontrollversuch ist. Wie dieses ständige Beobachten dessen, ob es in der Meditation alles richtig läuft, wie das Ausdruck von einer kaum wahrzunehmenden Angst ist, die eine Kontrolle auslöst. Und dann merken wir, dass wir manchmal frei sind von dieser Kontrolle und diesem unnötigen uns über die Schulter schauen, ja, dieses Beobachten. Und so geht die Reise mit dem Leben, mit den verschiedenen Situationen, die geht von dem offenkundigen Stress in den Stress mit eigentlich freudigen Situationen, wo wir deutlich entspannter sind, bis hin zu den ganz neutralen Situationen, wo normalerweise niemand auf die Idee kommen würde, dass wir da auch noch was lernen könnten. Und tatsächlich lernen wir bis in die subtilsten Bereiche hinein, immer entspannter, immer freier, immer offener, immer gelöster zu sein, im Vertrauen in die Grundnatur des Seins. Das würden wir so als so feine Praxis kaum hinkriegen, ohne dass wir dadurch
Äußere, durch Menschen von außen, durch menschliche Gurus aufmerksam gemacht werden und in den Texten da auch noch weitere Nahrung dafür bekommen, damit arbeiten zu können. Ja. Nehmt die Audios mit dazu und all das, was wir heute zur Verfügung haben. Also den ganzen, alles, was wir zur Verfügung haben, wodurch der Weisheitsschatz der Menschheit zu uns kommt. Wenn wir das alles nicht hätten, wenn wir keine Personen hätten, die uns aufmerksam machen würden, dann müssten wir den ganzen Weg selbst finden. Traue ich mir nicht zu. Ne? Dann würde es echt lange dauern. Ja? Aber durch dieses angestupft werden und dann noch nachlesen können und dann in die Erfahrung gehen und austesten und wieder zurück in die Unterweisung und wieder austesten und gucken, was passt und was stimmt und was nicht stimmt und so. In dieser spannenden Begegnung dieser 3 ersten Gurus, da lernen wir mit der Zeit den Geist kennen. Und Geist bedeutet hier, wir lernen das Leben kennen. Wir lernen, weil Geist und Leben sind nicht 2 verschiedene Dinge. Wenn wir den Geist kennen, dann wissen wir, wie das Leben funktioniert. Okay? Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Ja? Alles Erleben, also das, was ich mein Leben nenne, dein Leben und so weiter, das findet ja als ein geistiges Erleben statt. Und wenn ich die Dynamiken des geistigen Erlebens, also des Erlebens, ich brauche das gar nicht extra dazu zu sagen, dass es geistig ist, wenn ich die Dynamiken des Erlebens verstehe, dann zeigt sich, wie es sich frei lebt und wie man unfrei lebt, wie es sich in dieser Gelöstheit lebt und wie es sich im Leid lebt und welche Gesetzmäßigkeiten da im Hintergrund wirken. Das ist tatsächlich das allmähliche Vertrautwerden mit der Natur des Lebens, mit den Dynamiken und Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und dann kommt es zu Momenten, wo wir Erfahrungen, also dann, ich tue so, als ob das eine chronologische Reihenfolge wird. Nein, es kommt zwischendurch zu Momenten, wo wir uns völlig gelöst fühlen und keine Erfahrung von Stress, keine Erfahrung von Dukkha mehr da ist. Und die sind wegweisend. Und dieses völlige Freisein von jeglichem Greifen, jeglicher Positionierung, jeglicher Identifikation, das nennt man die Erfahrung des Erwachens. Und der Weg geht weiter, dass wir diese Erfahrung des Erwachens immer häufiger zulassen, immer vertrauter damit werden. Und wenn es nicht die völlig non-duale Erfahrung ist, ist auch egal. Jedenfalls den gelöstesten Zustand, das gelösteste Sein, was gerade möglich ist. Da geht's lang. Sozusagen den Weg des geringsten Dukkha. Ja, das ist, wo es lang geht. Das ist genau der Weg, den die buddhistische Tradition seit jeher aufzeigt. Und das ist ein Weg der Freude, wenn man es andersrum ausdrücken möchte. Bloß es ist nicht die bedingte Freude, sondern es ist die Freude des Seins, die sich zeigt, wenn wir einfach so sind und in dieses tief zufriedene, gelöste, wertschätzende Sein so eintauchen, wo wir nicht mehr an uns und unserem Geist herummachen müssen. Ja, so. Das, was sich dann zeigt. Das war so eine Einführung in die 4 Gurus. Wie wir lernen, habe ich das genannt. War für mich auf meinem Weg extrem hilfreich. Und es gibt Menschen, die wenig Zugang zum Guru der Texte haben und andere, die einen ganz starken Zugang haben. Also manche lernen fast nur durch Menschen und lebendigen Austausch und andere lernen, es gibt auch solche, die fast nur am liebsten mit Texten unterwegs sind und den lebendigen Austausch scheuen, aber es ist gut, wenn beides da ist. Ja, von beidem lernen.
Aber es sind tatsächlich auch Neigungen, ne? Wie jemand lernt. Aber ums Leben kommen wir nicht drum rum. Aber dann gibt es die, die gerne mit dem Dharma unterwegs sind, aber nicht so gern mit dem Leben. Wird nicht klappen. Ne? Ich meine, das Leben kann man nicht ausklammern, es folgt uns überall hin. Im Retreat, ich muss immer so schmunzeln, dann heißt es von außen betrachtet, ja, wenn ihr dann mal ins Leben zurückkehrt, ne, nach dem Retreat, ja, wenn die wüssten, versuch mal deinen Geist stillzukriegen, wenn er Stunde um Stunde in Meditationsklausur ist. Unglaublich, was da wach wird. Ja? Und damit praktizieren wir dann. Das ist auch, wenn äußerlich wenig los ist, so ist dann doch innerlich alles so lebendig und überdeutlich. Ihr glaubt gar nicht, in welche Krisen Mensch sich hineinmanövrieren kann, einfach bloß, weil er im Retreat ist. Einfach nur so, ganz alleine. Ohne dass außen irgendetwas passiert, was dafür den Grund geben könnte. Wir können richtig unglücklich werden. Wir können wirklich in völlige Verzweiflung kommen und wir können total glücklich werden. Es hängt alles damit zusammen, wie wir mit dem eigenen Geist umgehen. Also wie wir im Grunde genommen im Erleben so unterwegs sind, wie wir das alles gestalten. Und das gilt es zu lernen. Dafür ist halt dann so eine kontemplative Zeit ist dafür ein ganz gutes Lernfeld, weil wir nicht so abgelenkt sind. Aber eigentlich ist das Lernfeld das ganze Leben. Und es gibt in der Beschreibung zum Beispiel vom 9. Karmapa, in diesem Meditationsmanual zum Mahamudra, gibt es, wenn er diesen dritten Guru beschreibt, gibt es kein einziges Wort dazu, dass das irgendwie im Retreat stattfinden müsste. Überhaupt nicht. Das ist vorher zu den Bedingungen der Meditation, aber um zu lernen, ist jede Situation gleich gut. Das war so die Einführung in die 4 Gurus. Ich habe das hier in einem Satz zusammengefasst am Schluss dieser kleinen Passage im Skript. Der äußere Guru in Menschenform hilft uns, die Texte und das Leben selbst für die Praxis zu nutzen, bis wir mit dem inneren Guru des eigenen Geistes, unserer Buddha-Natur, vertraut sind. Dann kann der äußere Guru zurücktreten. Es ist so, als würden uns der äußere Guru und die Texte Schlüssel in die Hand geben, um das Leben zu verstehen. Ja. Jetzt ist wieder Pause angesagt, nicht wahr? Viertelstunde Pause bis 4:45.
Findet ihr auch, dass der Guru der Situation manchmal ein bisschen zu viel von uns verlangt? Da, wo wir noch nicht gelernt haben, wie wir im Fluss sein können, wie wir gelöst, entspannt unterwegs sein können, da entsteht Reibung, automatisch. Und deswegen entstehen da, wo wir nicht im Fluss sind, entstehen für uns schmerzhafte Erfahrungen. Da gibt es keinen Karma-Wächter, der irgendwie sagt, das hast du noch nicht gelernt und deswegen schicke ich dir jetzt das nochmal. Das ist einfach, weil wir nicht gelernt haben, erzeugen wir in dem Feld, in dem Bereich unseres Lebens ganz von selbst die Spannung, die es braucht, um die nächste Lernsituation zu haben. Da kann man sich fast bei zuschauen. Ja, wir erzeugen aufgrund unserer, dass wir in einem Bereich noch nicht fließen. Ja, in dem Bereich ist klar, da hakeln wir an, da identifizieren wir uns, da sind wir mit unseren Emotionen, unseren Mustern unterwegs und natürlich erzeugt das Stress in diesem Lebensbereich. Selbstverständlich. Und wenn wir es geht ja oft um andere Menschen, nicht wahr? Das ist ja nicht so ein abstrakter Lebensbereich, sondern meistens geht es ja um andere Menschen. Und die anderen Menschen, manche, die können wir ja ganz gut ab und andere sind schwieriger. Und ihr wisst ja, dass die für uns schwierig sind, dass die irgendwas in uns berühren, dass die etwas, was wir noch nicht ganz bewältigt, aufgelöst haben, wo wir mit noch nicht in Frieden sind und da geht die Emotion dann bei uns hoch und deswegen erleben wir diese Person als schwierig, obwohl die von einer anderen beste Freund ist oder beste Freundin. Aber wir haben mit dieser Art des Verhaltens, dieser Art des Seins, haben wir ein Thema. Deswegen sind wir da nicht entspannt und im Frieden und tun einfach das, was nötig ist, sondern es kocht in uns, es beschäftigt uns nach, wenn wir nach Hause kommen. Es geht einfach weiter. Bis wir, das wisst ihr ja, bis wir durch sind, bis wir die Lösung, die innere Lösung gefunden haben. Und dann kommen wir mit dieser Art Situationen deutlich besser zurecht, weil wir an dieser einen Situation etwas gelernt haben, was wir auch auf andere ähnliche Situationen übertragen werden. Und dann sagen wir irgendwie, ja, das Karma meint jetzt gnädiger mit mir, aber eigentlich haben wir nur etwas gelernt und erzeugen in diesem Bereich nicht mehr den Stress. Ja, wir erzeugen nicht mehr diese Reibung. Wir reiben uns nicht. Die Widerstände lassen nach, das Starkköpfige lässt nach. Dieses Insistieren, wie wir es haben wollen, wie wir es sehen, das lässt nach. Wir sind vielleicht ein bisschen rollenflexibler geworden, wir sind vielleicht, was auch immer. Wir wissen, wir müssen selber herausfinden, was wir in einer Situation zu lernen haben. Das steht nicht in der Situation drin, was wir zu lernen haben. Die Situation, also die anderen Menschen und so, die kommen nicht mit einer Aufschrift einher, Geduldsübung oder Übung in Demut oder Sanftheitsübung oder Übung im Durchgreifen, Übung im Richtung einhalten, was auch immer, Übung steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Wir fühlen hin, was uns da beschäftigt und wahrscheinlich werden wir aus der gegebenen Situation nicht alles lernen können, aber wir können uns auf einen Aspekt, können wir uns speziell ausrichten und da können wir schon mal lernen. Ja, es wird sicherlich noch mehr geben in der Situation, aber wir richten uns auf das aus, was
offenkundig ist und was als erstes zu lernen gibt. Und dann tauchen wieder ähnliche Situationen auf und das, was wir schon mal bewältigt haben, wird leichter fallen und es taucht aus dem Hintergrund tauchen andere Aspekte auf. Und so ist das mit dem Leben. Da braucht niemand den Guru zu spielen im Leben. Und wir sind es, die den Situationen den Sinn geben. Nicht? Wir sagen, ob wir lernen wollen oder nicht. Und wenn wir nicht lernen wollen, dann geht es einfach weiter wie bisher oder schlimmer. Ja, okay. Habt ihr Lust, noch mal ein bisschen zu meditieren? Ja? Dann würden wir das noch machen. Jetzt auch, wenn beim Einsteigen in das erneute Meditieren, was ja einfach nur in diesem Fall ein stilles, etwas erhöhtes Gewahrsein ist, dann ist unsere jetzige Befindlichkeit, so wie ich mich jetzt fühle, das ist der Guru der Situation. Okay? Genauso wie ich mich jetzt fühle, damit gehe ich jetzt den Weg. Und wie mache ich das? Da ist die Stimme des inneren Gurus. Diese Stimme des inneren Gurus macht mich wach, lässt mich weise, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, die aufrechte Haltung wählen, richtet die Aufmerksamkeit in verschiedene Bereiche des Körpers, erinnert sich an Instruktionen und bringt sie zur Anwendung. Das ist die Aktivität des inneren Gurus, der in dem Fall noch nicht die Natur des Geistes ist, sondern das ist dieser innere Guru, der geschult wurde durch die Begegnung mit äußeren Lehrerinnen und wunderbaren Unterweisungen und sich verbunden hat mit bereits gemachten Erfahrungen und jetzt sehr schnell spürt, was es braucht, um in die Weite zu gehen, was es braucht, um die Spannung zu reduzieren, falls wir eine bemerken, oder den Tonus zu erhöhen, falls wir bemerken, dass wir zu schlaff sind. Und die Stimme dieses inneren Gurus, diese Weisheitsstimme, erinnert uns daran, wie einfach es eigentlich ist. Eigentlich, Tillmann, brauchst du gar nichts zu tun. Lass es doch einfach mal kommen. Lass es einfach sein.
Wie sieht es denn aus? Haben sich noch Fragen ergeben oder gibt es noch etwas aus euren Gruppen, das ihr... Ja, Johannes, ihr braucht gerade noch einen Moment mit dem Mikro. Ob ich noch was sagen kann zum Förderkreistreffen, dem Info-Meeting. Morgen um 3 Uhr werde ich euch ein bisschen zusammenhängender informieren über die Entwicklung im Ekayana-Institut, speziell auch im Grünen Baum. Ich werde so einmal durch die ganze Situation durchgehen, aber ich werde es relativ flott machen, weil ich glaube, ihr seid ganz gut informiert, soweit ihr die Newsletter lest und so. Also ich werde da nicht allzu viel Zeit für in Anspruch nehmen, denke ich. Es läuft auch eigentlich alles ziemlich planmäßig. Ich werde euch informieren über die Stiftungsgründung, wie die fortschreitet und das Organigramm nochmal zeigen. Und damit wäre so die Infoveranstaltung eigentlich schon beschrieben. Und danach setzen wir uns zusammen und schauen, was für Anregungen und Fragen und diskussionswürdige Punkte zur weiteren Gestaltung der Ekayana-Aktivität so auftauchen. Der Förderkreis ist ja eine Plattform, wo jeder auch mal auftauchen kann. Das ist kein elitärer Kreis, wo irgendwie nur die ganz Engen irgendwie auftauchen können und miteinander sprechen, sondern das ist genau der Ort, wo Ideen eingebracht werden können. Und du hattest noch was im Sinn, was ich noch ansprechen sollte, Tobias? Okay, also, bitte? Ich würde sagen, wir machen es ohne Dolmetscher. Ja, es ist für Virgil ein bisschen traurig, dass wir aber tatsächlich, ich glaube, da können sich die Dolmetscher entspannen und wir machen das im deutschen Kreis. Ja, das ist... Ich werde das mit den Franzosen jetzt im Kurs dann, ich habe ja nächste Woche Französisch sprechenden Kurs und mit den Englisch sprechenden werde ich es in Griechenland besprechen und so. Und da braucht es jetzt keine extra Übersetzung. Soweit klar morgen und deswegen habe ich es auch ein bisschen gekürzt, dass wir insgesamt 2,5 Stunden dafür haben. Habe ich, ja, ne, so knapp, nee, 2 Stunden genau für Info-Meeting und Förderkreistreffen und dann Viertelstunde Pause und dann praktizieren wir zusammen das Shakyamuni Sadhana. Und das Mikro ist vielleicht schon bei dir, oder? Johannes. Ich würde gerne eine Frage aus der Gruppe an dich herantragen. Und zwar ging es um die dritte Frage. Das war die Frage danach, wo wir Hinweise finden können darauf, dass die Buddha-Natur vielleicht bei allen Lebewesen vorhanden sein könnte. Und so bei sich selbst und bei anderen Menschen auch kann man eigentlich ganz gut beobachten. Da waren wir so ganz einig, wenn Stress nachlässt, wenn so man in gute Situationen kommt, dann werden eigentlich alle Menschen, denen ich zumindest begegne, kommen diese Qualitäten eher zum Vorschein. Ja, es passiert nicht so, dass Leute stressfreier werden und dann böse werden oder das ist noch nicht beobachtet. Okay, da gibt es Hinweise, die man beobachten kann. Die Frage war aber auf alle Lebewesen und dann die Tiere sind die wir gut beobachten können. Die in den anderen Bereichen nicht so. Nee, da haben wir irgendwie nicht so Zugang. Da kann man nicht so Evidenz sammeln, genau. Und bei den Tieren fiel es uns aber schon schwer. Es gibt so ein starkes Gefühl dafür, das vielleicht auch einfach aus der Unterweisung kommt oder für mich ist oft so eine Leitlinie gewesen, es wäre echt blöd, wenn ich denken würde, es wäre nicht so und es wäre aber so, das wird ganz schön viel Schaden anrichten, umgekehrt wäre nicht so schlimm. Aber, also genau. wenn ich denke, sie haben alle die Buddha-Natur richtig weniger Schaden, aber wenn ich das vielleicht nicht in Betracht ziehe, dass sie zum Beispiel auch leiden könnten oder dass sie auch den Wunsch nach Glück haben oder so, dann könnte ich sehr viel Schaden anrichten. Aber jetzt so Hinweise zu finden tatsächlich im Tierreich, das fiel uns sehr schwer. Also
findet schon viele Parallelen, also die streben auch nach Glück, das kann man beobachten und versuchen Leid zu vermeiden und so. Aber das sind alles ja noch keine Hinweise auf die Buddha-Natur. Das ist nur eine Hinweise, dass die vielleicht auch in diesen Mustern unterwegs sind. Ja, genau. Ja. Das sind auch, selbst wenn wir bei uns schauen, wie zuverlässig ist so eine Ahnung, ja, dass so etwas Positives auftaucht, wie zuverlässig ist denn der Hinweis tatsächlich, ob es sich um eine Buddha-Natur handelt. Ne? Das ist auch, ist nicht ganz so belastbar. Ne? Das ist wahr. Und ich würde auch nicht wissen, wie ich es wahrnehmen könnte, ob eine Ameise Buddha-Natur hat. Ich habe da keine Möglichkeiten. Bei den Säugetieren sind ein bisschen näher bei uns, so den Haustieren und den größeren, kann man so ein bisschen was beobachten, aber kann ich auch nicht sagen. Gut, danke. Die Aussage stammt wohl von Menschen, Praktizierenden, die sehr gut die Geistesströme zurückverfolgen können und weiterverfolgen können, wenn sie aus diesem Leben austreten und wie deren Weg weitergeht. Und das ist natürlich eine Form der Hellsichtigkeit, die dann sehr viel mehr Aussagen ermöglicht. Aber für uns, da können wir vertrauensvoll sagen, ja, vielleicht, aber okay, wir schließen es mal nicht aus. Ja, Vera. In unserer Gruppe ist das Thema angeschnitten worden, Buddha, Natur und Pflanzen. Und mein Einwand war, Pflanzen zählen nach, also so viel ich weiß, nach dem Dharma zu Phänomenen und Buddha, Natur besitzen fühlende Wesen. Kannst du etwas dazu sagen, bitte? Auch so ein ungelöstes Thema. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren hat die Deutsche Buddhistische Union mal ein ganzes Heft diesem Thema gewidmet, sind Pflanzen Lebewesen? Und haben so die ganze Quellenlage angeschaut und so. Und tatsächlich gibt es unterschiedliche Aussagen, selbst beim Buddha schon angefangen. Und ich denke, die Art Einfühlungsvermögen und Klarsicht, die es braucht, um das beantworten zu können, die ist weit entfernt von dem, wo ich etwas sagen kann. Ich weiß nur, dass es eine offene Frage ist, aber dass in den gängigen Unterweisungen nicht davon ausgegangen wird, dass Pflanzen das notwendige Entscheidungsvermögen haben, zwischen der einen Handlung und einer anderen Handlung zu unterscheiden, weil das ist so das Kriterium für Lebewesen, dass man einen anderen Weg einschlagen kann als den, der normalerweise gewählt wird. Also dass eine Blume nicht zum Licht streben würde oder einfach mal, statt sich nach oben zu öffnen, mal nach unten guckt oder so. Ja? Und das ist so nicht zu beobachten, während schon eine Ameise, so heißt es, ich zitiere jetzt wirklich die Unterweisung, die ich bekommen habe, schon eine Ameise kann an einer Pfütze rechts oder links vorbeigehen und ja, kann an ihr schnuppern und hat ein Verhalten, ein selbstbestimmtes Verhalten. Und diese Selbstbestimmung, die Fähigkeit, Handlungsentscheidungen zu treffen, das scheint fürs Erwachen sehr wichtig zu sein. So. Kann ich noch ein bisschen mit in die Diskussion geben, aber lasst uns diese Frage vielleicht auch in den Sack der ungelösten Fragen so stecken und müssen wir mit leben können. Wir sind ja jetzt nicht dabei, gute buddhistische Gläubige zu werden, sondern selbst mit zu überlegen und so. Ja, ich sah vorhin mal Thomas aufstrecken. Richard, Doris, hast du irgendwo jemanden gesehen? Ich habe vorhin Thomas gesehen, Richard. Da, hinter dir Carmen. Okay.
Ich habe eine Frage zur Praxis. Wenn ich jetzt versuche, stilles Gewahrsein, So-Sein-Meditation zu machen und wenn ich dann bei geschlossenen Augen, wenn dann der Buddha auftaucht, ist es dann noch eine So-Seins-Meditation? Also natürlich darf der da sein, aber... Also, ob der Buddha das So-Sein stört. Ja, oder ob mein Geist dann an dieser Visualisierung anhaftet. Das ist eine schöne Frage. Schau mal, das So-Sein kann gar nicht gestört werden, weil zum So-Sein gehört es dazu, dass Dinge auftauchen können. Das ist dadurch nicht gestört. Das So-Sein ist kein leerer Geisteszustand, kein unbewegter, sondern ist so, wie es ist, von nicht fassbarer, leerer Natur. Ja? Also egal, was auftaucht, das stört es nicht, aber dein Zaudern, dein Greifen, dein Abwehren und so bringt da gewisse Turbulenzen ins So-Sein, die dann den klaren Blick, die klare Erfahrung des So-Seins ein bisschen verschleiern. Aber das So-Sein selbst ist nie abwesend. Vielleicht hilft dir es weiter. Ich bleib dran, vielen Dank. Gut. Thomas? Ja, ich habe eine Frage zu, ich glaube, das war am ersten Tag, da hast du gesagt, sinngemäß, dass Karma gut nachvollziehbar ist oder sowas. Das Dharma gut nachvollziehbar. Ne, Karma. Karma. Nicht Karma. gut nachvollziehbar. Also Ursache und Wirkung sei gut nachvollziehbar. Sehr gut nachvollziehbar. Und für mich ist es irgendwie logisch, aber so in meiner Erfahrung kann ich es nicht direkt erfahren, wie zum Beispiel den Wandel. Ja, das ist was mir zugänglich ist in jedem Atemzug. Und mit dem Karma, das habe ich nicht so. Das ist mir nicht so deutlich, weil viele Sachen passieren, die nicht direkte Auswirkungen haben, sondern wo es halt um die Ecke oder um 5 Ecken geht. Und das ist mir nicht so wirklich deutlich, dass ich sagen könnte, okay, das lasse ich jetzt. Ja, oder ich habe so ein Gefühl dafür, was dann da zurückkommt, im positiven wie im negativen Sinn. Gibt's da, also ich wollte nochmal nachhaken, wie du das am ersten Tag, glaube ich, war es, gemeint hast, dass es sehr gut ich hatte da so spürbar oder sofort eindeutig und so weiter. Und so, da dachte ich mir, nee, das ist bei mir nicht so. Ja, das muss ich differenzierter ausdrücken. Ich dachte an so Bereiche, wo es ganz deutlich ist, dass wenn ich lüge und das wird offenkundig, wie dann das Vertrauen bei Leuten schwindet und so, da kann man recht gut sehen, wie bestimmte Verhaltensweisen tatsächlich ihre gemäßen Auswirkungen haben. Ja? Das war so einfach gedacht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Karma als das Beobachten dieser multikausalen Ursache-Wirkungsbeziehung über mehrere Leben hinweg, wenn wir den Ausdruck dafür nehmen, das ist echt nicht einfach zu sehen. Das entzieht sich meiner Wahrnehmung. Ja, also das ist ja auch deswegen muss ich mich auch da korrigieren, wenn ich das so einfach gesagt habe. Karma ist sehr schwierig zu verstehen, weil Karma ein multikausales Geschehen ist. Also viele Bedingungen spielen hinein in das, was dann tatsächlich geschieht, was uns widerfährt. Und da können wir nicht so leicht den Finger drauf legen und sagen, ich bin deswegen mit dem Flugzeug abgestürzt, weil da und dort ich das und das gemacht habe. Das geht so nicht. Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass ich aus Dingen, die mir so passieren, zum Beispiel ich hatte ja 10 Jahre mal Fersenentzündung, nicht klar war, was ich da jetzt verbrochen hatte, dass das so ist. Und der Spruch, ja, das wird schon von irgendwas gut sein oder so, da kann ich nichts mit anfangen. Aber dann bin ich ja zufrieden, wenn das
nicht notwendig ist. Aber wenn ich das zu tue, das ist ja ein gutes Beispiel, weil wir waren ja die ganzen 10 Jahre miteinander in Kontakt und ich habe ja nie gewusst, woher es kommt. Das ist also nicht so offenkundig. Genau. Nicht Danke. für mich und nicht für dich. Und deswegen, weißt du, müssen wir einfach so viele Dinge auch nehmen, ohne zu wissen, wo es herkommt. Und bitte enthalten wir uns auch aller Vermutungen, warum jemandem dieses und jenes widerfährt, weil diese karmischen Hypothesen sind, man kann eines über sie sagen, sie sind vermutlich falsch. Ja. Danke. Wo geht's weiter? Bei Richard, ja. Ich wollte nur eine Lanze für die Pflanzen brechen, Du, weil es gibt viele Hinweise. Es gibt Pflanzen, Bäume, die bei uns wachsen zum Beispiel, die soziales Verhalten zeigen. Sie machen Wurzeln zu kranken Bäumen oder zu alten, die sterben würden normalerweise. Sie werden also ernährt, sie ernähren Zöglinge, so kleine Sachen. Andere Beispiele ist, dass wenn sie angegriffen werden von Schädlingen, von Käfern, dann geben sie chemische Substanzen aus, sodass die Nachbarbäume anfangen können, Bitterstoffe für die Blätter zu erzeugen, wo ich schon denke, das ist schon beachtlich. Also so gibt es inzwischen in der Moderne einige Beispiele, die man früher nicht kannte. Oder Myzele, wo man erkennt, wie groß ist so ein Myzel im Wald. Man schneidet einfach 2 Stücke an irgendwelchen 2 Enden raus. Die können 20 Kilometer entfernt sein und guckt, wie die beiden sich verhalten. Sind sie sich feindlich, dann sind es 2 verschiedene Lebewesen. Wachsen die zusammen, dann ist es ein Lebewesen. Also gibt es schon ganz spannende außer Dinge. dem letzten Beispiel kannte ich die alle. Die Frage ist, ob sie sich auch anders entscheiden können. Okay. Ich frage nach. Ja, aber das ist genau, was alles so in die Diskussion geworfen wird. Wir kriegen immer mehr mit, wie unglaublich lebendig und feinfühlig dieses Pflanzenreich ist. Und Ja, oder dass Bäume, die abgesägt sind, dass die weiterleben teilweise 30 Jahre, weil man weiß gar nicht warum, die anderen Bäume, wahrscheinlich weil die Wissen beinhalten, ist eine Vermutung, dass das so alte Bäume waren, die so wichtig sind, obwohl sie oben abgeschnitten sind, werden die weiter ernährt und sie leben wohl auch noch weiter. Also, es ist also, Vermutungen können wir anschauen, aber wir beobachten das Phänomen weiter, oder? Wir sind Ja, ganz offen dafür. ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was mein Verhalten ändern würde jetzt dadurch. Also, außer dass ich sensibel bin und denke, das ist alles nicht so einfach, wie wir glauben, diese Welt. Ich mache das ein bisschen mit der Haltung, die Johannes angedeutet hat. Ich spreche mit Bäumen und mit Pflanzen. Ich behandle sie so, als wären sie Lebewesen, aber sicher bin ich mir nicht. Ich denke mir nur, Schaden tut es auch nicht. Ja, ich halte es für naheliegend, aber ich weiß es auch nicht. Aber ich kann hier als Dharma-Lehrer nicht behaupten, das sind Lebewesen, weil so einfach ist es auch nicht. Es gibt nämlich noch etwas, darüber habe ich vorhin nicht gesprochen. Es gibt offenbar, und darüber wird viel gesprochen, und da habe ich auch schon mit hellsichtigen Menschen drüber gesprochen, es gibt Lebewesen, die in den Pflanzen leben und sich mit den Pflanzen und Bäumen und so weiter identifizieren. Und wenn du dich an einen Baum oder eine Pflanze wendest, dann kann es sein, dass das Lebewesen, was sich damit identifiziert, die Reaktion ergibt und die Kommunikation aufnimmt. Also nicht unbedingt der Baum als solches. Und diese Lebewesen können weiter wandern, die können Entscheidungen treffen, die können sauer werden, die können wohlgewohnt. Das sind so. Das kommt noch erschwerend hinzu. Also die Pflanze, ohne dass ein Lebewesen sich damit identifiziert, ist schwer zu finden. Und jetzt kommt der Richard richtig in Fahrt. Ja, mir ist eingefallen, dass es ja ganz viele Hinweise darauf gibt, dass wenn wir glauben, eine Entscheidung getroffen zu haben, sie auch vorher schon gefallen ist. Sind wir auch Lebewesen, ist dann die Frage. Dann muss ich die Frage umkehren, ob wir noch dazugehören, weil da gibt es auch starke Hinweise, dass das gar nicht stimmt.
Richard, dieses Also- Experiment, was du gerade in die Waagschale Johannes wirfst, schüttelt den Kopf. ja, dieses Experiment, was du gerade in die Waagschale wirfst, haben wir im Labor in Freiburg mit Professor Schmidt widerlegen können. Und es wurde herausgefunden, dass das, was man die Entscheidung nennt, eine Veränderung in den Schwankungen des Gehirnpotenzials ist und dass bei einem absinkenden Gehirnpotenzial, also bei der Negativentwicklung, dass es leichter ist, dann die Entscheidungen zu treffen. Und das war eine falsche Zuordnung, die in den 60er Jahren etwa stattgefunden hat. Mir fällt jetzt gerade der Name des Experiments. Ja, ja. Und also ist egal. Wir werden das nicht durch Diskussion lösen. Ich denke, wisst ihr, so uns Menschen als jetzt im Moment sehr verkopft unterwegs seiende Lebewesen, uns tut es gut, ein bisschen da so in eine Wahrnehmung der Welt hineinzurutschen, die so ein bisschen animistisch ist. Ja, so ein bisschen die Welt belebter wahrzunehmen, so ein bisschen wie es unsere Vorfahren wahrgenommen haben. Es tut uns einfach gut. Das tun wir den Menschen zuliebe. Wenn die Menschen wieder mit den Felsen sprechen und den Pflanzen und sie vielleicht auch an einem Fels liebevoll streicheln vorbeigehen, das ist eine andere Beziehung, als wenn man denkt, was ist denn das für ein Teil, kann ich den für irgendwas gebrauchen? Ja? So, versteht ihr? Ich bin deswegen das Plädoyer, es hat meine Haltung zur Umwelt sehr positiv verändert, einfach mal zuzulassen, die Welt mit Augen zu sehen, die ich früher krass abgelehnt habe. Ja, also eine andere Sicht der Dinge. Es führt auf jeden Fall zu einer viel größeren Harmonie mit den Lebewesen, die sich mit dem Felsen identifizieren und mit einer Pflanze. Darüber kann ich ein bisschen mehr sagen. Also das ist sicher, dass denen das gut tut. Ja? Also Plädoyer, ein bisschen die subtilen, die intuitiven Augen zu öffnen für das, was um uns herum so alles los ist. Also unter anderem auch die Baumwesen, die in den Bäumen leben, aber auch die in den Wurzeln leben. So eine ganz beseelte Sicht der Welt, also eine animistische Sicht, ja. Die eben in alten Griechenland, die Triaden. Ja. An die habe ich nicht so speziell gedacht, sondern ich habe gedacht an so Menschen wie Genin Rinpoche, aber auch ganz normalen Western-Europäern wie wir, die tatsächlich diese Lebewesen direkt wahrnehmen und mit ihnen kommunizieren und wo ganz erstaunliche Übereinstimmungen auch bestehen. Und die Welt dieser Lebewesen, die ist unendlich groß. Von minimsten, kleinsten Lebewesen bis zu riesigen, also Lichtgestalten. Ja, darüber ist ganz, ganz viel bekannt. Aber das sind halt nicht die Pflanzen selbst. Darum bleibt die Frage eher noch ungelöst. Aber diese anderen Lebewesen, über die gibt es ganz, ganz viele Informationen. Okay, wir haben unsere 6 Uhr Grenze schon wieder überschritten. Lasst uns mal miteinander widmen. Verzeiht, dass ich jetzt nicht gefragt habe, was im Chat noch los war. Hebt es euch für morgen auf, schreibt es wieder rein morgen. Es kommt bestimmt dann eine Gelegenheit. Sunam de yentam jesik panin tabne nependanam panjene kenga nachim palam tumpai Sipe zulendro wandra washo Jampen pavunji taikim padang Kundu zampo deyan deshinde Deda kunjin jesu dan lom jing Gewan den dan tam jedam tumo
Sangye kusum nebenchen lamdan, schöne Menschen dem Benchen lamdan, Gendel mit jedem Benchen lamchi, Jitang o wamen lamdum pajo. Habt einen ganz schönen Abend und lasst uns morgen wieder frisch zusammenkommen. Gabi übersetzt morgen Nachmittag. Das ist ein großes Geschenk, Gabi. Vielen, vielen Dank. Sie übersetzt dann ins Französische. Wunderbar, wunderbar. Danke, Gabi.